Und da hinten endlich eine Schutzhütte. Und zur Not kann ich mir immer Schnee auch später schmelzen. Ich habe genug Brennstoff dabei. Es ist nicht mehr weit, so langsam wird es aber dunkel. Der Schnee nimmt kein Ende, wie ihr hört. Und ich habe gerade auf den Wetterbericht geguckt. Morgen wird es noch mal schlimmer. Ich befinde mich hier im winterlichen Rothaargebirge und will die nächsten 2 Nächte hier draußen mit Rucksack und Zelt verbringen und dabei 80 Kilometer über den Rothaarsteig zurücklegen. Und dann hoffentlich übermorgen in Dillenburg ankommen. Wir haben perfekte winterliche Bedingungen hier im Gebirge und gerade -5 Grad. Heute Nacht, wo ich schlafen werde auf den Höhen, sind sogar -7 Grad teilweise. Ich hoffe, ich bin mit meiner Ultraleichtausrüstung darauf vorbereitet. Habe richtig Lust, weil es meine erste Wintertour in diesem Jahr ist und ich würde sagen, los geht's. Ja, wirklich sehr, sehr windig heute und gerade hier auf den Höhen, wo wirklich gar nichts ist, da peitscht einen dieser Eiswind schon sehr stark ins Gesicht. Im Winter ist Trekking natürlich immer ein bisschen schwerer, man muss ein bisschen mehr auf alle Sachen aufpassen. Die Elektronik darf nicht einfrieren, das Wasser ist kalt, vielleicht sind Quellen auch zugefroren und bei der Übernachtung, da muss man schon einiges mehr mitnehmen. Ich lege heute 34 Kilometer ungefähr zurück, muss auch gucken, ob ich mal die Zeit habe, eine kleine Pause zu machen. Hier gibt es auf dem Rothaarsteig zum Glück einige Schutzhütten und da schaue ich mal, dass ich mich windgeschützt später da hinsetzen kann. Schon mal gut zu sehen, dass hier eine Quelle nicht komplett eingefroren ist und noch Wasser führt. Denn ich brauche natürlich auch hier Wasser und später komme ich an der Ederquelle vorbei. Die letzte Quelle vor der Schutzhütte, die ich mir ausgeguckt habe. Und falls die gefroren ist oder kein Wasser führt, dann muss ich doch noch 4 Kilometer weiterlaufen zur Siegquelle. Und die ist auf jeden Fall deutlich größer und da soll es dann auf jeden Fall Wasser geben und danach auch noch eine Schlafmöglichkeit. Sehr harte Bedingungen hier gerade. Es kam noch Eisregen dazu. Ich muss vielleicht gleich aus meinem Buff eine Maske machen. Man stampft hier auch sehr tief in den Schnee rein, wirklich auf den Trails. Meistens geht's, aber das kostet natürlich alles extra Kraft. Und das Tor geht wahrscheinlich auch wieder nicht auf. Ja, keine Chance. Type 2 fun. Ja, das ist der Rhein-Weser-Turm, 700 Meter über Null. Aber nicht viel los hier. Aber hier scheint man auch schlafen zu können, wenn man den Rothaarsteig läuft.
Okay, die ersten 10 Kilometer habe ich geschafft, aber ich muss sagen, die Bedingungen sind deutlich schlechter als mit was ich hier gerechnet habe. Es ist sowieso ein kalter Tag mit -5, aber der Wind macht das Ganze gefühlt -20. Ich habe 2 Paar Handschuhe an und ich werde wahrscheinlich gleich die Trekkingstöcke wegpacken müssen, weil meine Hände so einfrieren. Gesicht geht jetzt gerade. Dann noch der Schnee, der ist auf manchen Trails wirklich knöcheltief auf jeden Fall. Aber es geht noch gerade so. Mein Plan ist jetzt auf jeden Fall nicht anzuhalten, weil es ist unmöglich, bei den Temperaturen hier kurz Pause zu machen, was zu essen. Ich werde jetzt gucken, dass ich eine Schutzhütte finde, die so ein bisschen windgeschützt ist. Und dann mir die Taschen vollpacken mit Snacks und Riegeln, die ich dabei habe. Und dann einfach durchziehen, weil anhalten ist sie auf jeden Fall nicht. Ich kriege diese Tore absolut nicht auf. Und das Drübersteigen konstant, das wird auch immer schwerer hier mit den Speichen. Kostet eine Menge Kraft. Und ich habe echt Hunger. Ich hoffe, gleich kommt mal langsam eine Hütte. Wunderschön jetzt hier im Schnee. Schaut mal hier, das sind richtig gute Wildschweinspuren. Ist anscheinend hier lang gegangen. Hier liegt ein bisschen Urin und dann links rüber zurück in den Wald. Also ultimativ anstrengend hier durch den Schnee berghoch. Ich bin für jeden Trail gerade dankbar, wo es ein bisschen weniger ist und vielleicht ein bisschen mehr Asphalt. Aber jeder Weg sieht hier gerade wirklich gleich und komplett wild aus. Und da hinten endlich eine Schutzhütte. Boah, ich muss hier einmal aus dem Wind raus. Perfekter Winkel, wie Wand. Ach, der Dreiherrenstein. Hier gibt es auch einen Trekkingplatz irgendwo. Den schauen wir uns gleich mal auf jeden Fall an. Okay, soweit so gut. Wenn ich es bis hierhin geschafft habe, werde ich es wahrscheinlich auch bis zum Ziel schaffen, denn ich habe schon knapp über die Hälfte. Das Wetter soll noch schlechter werden. Das sind echt die schlechtesten Wintertourbedingungen, die ich bisher hatte. Alles ist voll, alles ist nass, alles ist kalt. Aber genau deswegen mache ich das, weil es ist ein totales Abenteuer. Ich bin hier komplett im Moment, kriege gar nicht so viel von der Landschaft mit, weil ich auch immer aufpassen muss, wo ich hintrete. Aber es ist einfach nur geil. Ich freue mich schon auf die Übernachtung und ich hoffe, ich komme noch vor Einbruch der Dunkelheit an, denn im Winter sind natürlich die Nächte immer extrem lang und die Tage sehr kurz. Ich werde viel Zeit im Lager haben. Mein Plan ist jetzt hier, wie gesagt, einmal versuchen, dieses Eiswasser zu trinken, was gefroren ist. So viel zu essen wie geht, mir die Taschen voll zu schlagen und wenn ich es schaffe, dann komplett durchzuziehen, sodass ich gerade zur Dämmerung da ankomme. Ja, Essen ist auch gar nicht so einfach. Ich kann meinen Riegel nämlich absolut nicht durchbeißen und nur langsam hier in der Hand erhitzen und immer kleine Stücke abkratzen. Wintertrekking. Ja, und gratis Eiswürfel gibt es auch noch. Da ist die Hütte und irgendwo hier ist der Trekkingplatz, wenn ich mich recht erinnere, mit einer schönen Aussicht hier auf den Hang. Ich blende euch mal ein Bild ein, aber das ist echt zu empfehlen, wenn ihr die Tour hier nicht wie ich im Winter macht, sondern ab April, irgendwann im Sommer, dann kann man da echt gut schlafen. Weiter geht's. Jetzt guckt euch das Wetter an. Der Schnee ist wieder Eisregen geworden. Und übrigens sind 2 Kameras mittlerweile defekt bei mir. Eine hat direkt am Anfang schon den Geist aufgegeben, trotz Kälteschutzakku. Mit der Drohne konnte ich gerade noch kurz filmen. Das Akku ist jetzt auch sofort leer gegangen. Und auf die letzte Kamera hier, gerade in der Hand, passe ich mal besonders gut auf und packe die mal ein bisschen isolierter weg.
tolle Aussicht hier endlich mal. Man kann ein bisschen weiter gucken. Da hinten ist auch wohl ein Gasthof. Da gibt es warme und kalte Getränke, wie da hinten stand. Aber ich bezweifle, dass die jetzt offen haben. Und der Nord-Süd-Trail ist natürlich auch hier vertreten. Startet oben von Sylt runter bis ins Allgäu über fast 4000 Kilometer. Das wäre eine relativ gute Hütte, aber das Problem ist, der Wind kommt hier von links und zieht komplett da rein. Und dann bringt das auch nicht wirklich was. Vorteil an dem ganzen Neuschnee ist wenigstens, dass wenn es gleich dunkel wird, es trotzdem noch ein bisschen hell bleibt, weil der Schnee natürlich das Licht reflektiert und gestern zumindest auch Vollmond. Deswegen brauche ich mir, glaube ich, um Helligkeit keine Gedanken zu machen und werde wahrscheinlich auch noch ausreichend später sehen, wenn ich da in Ruhe kochen will, mich umziehen muss. Ja, mein Tarpzelt will ich auf jeden Fall auch in der Schutzhütte aufbauen. Das Bivakieren ist nämlich in den Schutzhütten generell erlaubt. Und ich habe ein ganz leichtes Tarpzelt dabei, damit ich zumindest einen Windschutz habe. Und das brauche ich auf jeden Fall auch, wenn das den Abend über so bleibt. Dann sieht es echt aus. Und noch ein Vorteil, wenn man sich verläuft und den Abzweig da hinten verpasst, dann sieht man ganz genau, wo man hergekommen ist. Hat sich hier auf jeden Fall richtig Mühe bei der Trailgestaltung gegeben. Das sieht man nicht auf vielen Trails. Irgendwie gewöhnt man sich langsam so ein bisschen dran, wenn man die ganze Zeit, den ganzen Tag hier durchläuft. Wetter wird aber nach wie vor nicht besser und ich kann euch sagen, ich habe mich lange nicht mehr so gefreut, gleich endlich in meinem warmen Schlafsack zu liegen und dann einmal nicht mehr hier richtig zu frieren und aus dem Wetter rauszukommen. Unglaublich. Das ist ja auch eine gute Rodelbahn hier. Was mache ich hier? Es ist nicht mehr weit, so langsam wird es aber dunkel. Und umso später es wird, desto mehr Neuschnee kommt hier. Und gerade an den Aufstiegen merkt man dabei jeden Schritt. Da oben soll gleich die Ederquelle in 2 Kilometer kommen, aber ganz ehrlich, ich brauche gar kein Wasser, weil ich habe vielleicht einen halben Liter bisher getrunken und zur Not kann ich mir immer Schnee auch später schmelzen. Ich habe genug Brennstoff dabei. Deswegen, ich will einfach nur ankommen. Ich bin da draußen heute im Schnee nicht nur mit meiner Actioncam, sondern wieder mit einer ultraleichten Drohne unterwegs. Die Hover X1 Pro Max ist nur 190 Gramm schwer und passt sogar in Jacken- oder Hüftgurttaschen. Das Besondere an ihr ist die Einfachheit im Gegensatz zu klassischen Drohnen, denn die Hover X1 Pro Serie ist darauf ausgelegt, sofort mit einem Knopfdruck aus der Hand zu starten und ganz ohne Smartphone oder Controller zum Beispiel mir automatisch intelligent beim Wandern zu folgen oder durch andere verschiedene fest definierte Bewegungsabläufe, wie zum Beispiel Vogelperspektiven, Rundumschau oder andere Zoom- und Panoramaeinstellungen wirklich einzigartige Aufnahmen zu machen. Für meine Tourenvideos finde ich zum Beispiel den Hover-Modus besonders interessant, da die Drohne durch eine integrierte Stabilisierung dann so fest wie auf einem richtigen Stativ an einem festen Punkt fliegt und sich zu mir dreht, sobald ich vorbeilaufe. Und das Ganze in der Pro Max Variante sogar mit 8K Videoqualität oder 4K mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Und mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h kann sie mir dabei nicht nur beim schnelleren Laufen folgen, sondern ist auch für alle spannend, die zum Beispiel mit Mountainbikes Downhill fahren oder besondere Momente auf einer Bikepacking-Tour festhalten wollen. Und sollte sie mal irgendwo gegen einen Baum oder ins Gestrüpp fliegen, ist das durch das ganz spezielle Highly Elastic Material der Schutzvorrichtung gar kein Problem. Sollte das Akku unterwegs mal leer gehen, kann man die Drohne einfach mit einer kleinen Powerbank während der Tour wieder nachladen.
Wenn ihr also eine ultraleichte, vollautomatische Tracking-Drohne sucht, die einfach mitkommt oder euch selbstständig filmt, schaut euch die Havaya X1 Pro Max mal an. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und auf den letzten Kilometern scheint es nochmal richtig tief in den Wald und damit auch in den Neuschnee zu gehen. Aber Füße sind noch warm. Und jetzt ist auch alles egal. 2 Kilometer noch. Und ich war fast dran vorbeigelaufen. Das hier, glaube ich, ist tatsächlich die Ederquelle. Jedenfalls steht es hier. Aber hier kommt kein Wasser mehr raus. Und ich wüsste auch nicht, wo genau. Aber kein Problem. Ich habe genug Wasser dabei. Das ist kein Thema. Jetzt nach den letzten Kilometer durch den Wald. Okay, da ist sie. Meine Schutzhütte. Wunderbare Aussicht hier am Feldrand. Ich hoffe, dass die Windrichtung passt. Okay. Das ist eher ein Unterstand und keine Schutzhütte. Aber zumindest von 2 Seiten geschlossen. Ja, das passt. Ich werde mich schön hier auf den Boden legen. Jetzt erstmal hinsetzen. Ich bin so froh, dass ich hier bin. Ich werde mir jetzt das gemütlichste Lager jemals bauen. 35 Kilometer wurden es jetzt am Ende und durch den Schnee, also ich finde das immer noch schwerer als durch Sand zu laufen, gerade wenn der Neuschnee jetzt so am Ende kam. Aber es hat alles gepasst. Ich friere jetzt gerade noch nicht, habe aber nicht so viel Zeit, bevor ich jetzt auskühle. Ich muss alles schnell aufbauen und dann in den Schlafsack. Und ich überlege, ob ich draußen koche oder drin. Aber ich vermute, es ist besser, wenn ich aus dem Schlafsack koche. Meine Idee ist jetzt hier erstmal den Schnee platt zu trampeln, damit ich eine ebenerdige Fläche habe. Soweit hier vorne zwischen aufzubauen. Nur so ein bisschen die Plan, die Apsiden hier abspannen. Und dann sollte ich eigentlich relativ gut geschützt sein. Und ja, bevor wir die Finger abfrieren, baue ich jetzt mal lieber auf. So einfach mit Handschuhe. Okay, ich denke, das reicht. Ich konnte es nicht ganz gut spannen, weil ich keine Ankerpunkte an den Bänken gefunden habe. Wind zieht jetzt auch wieder richtig auf hier. Deswegen bleibt mir keine andere Chance, als da jetzt reinzugehen. Und ich glaube, da kann ich auch noch irgendwie kochen. So Leute, was habe ich hier für Equipment für diese kalte Nacht mit? Erstmal die Heiberg Apex Booties. Da ist Klimashield Apex drin. Darunter habe ich Alpha Direkt Socken. Als Hose habe ich meine Regenhose angelassen, weil die ganze Zeit echt nass wurde, aber dann auch sofort im Wind wieder trocken. Darunter auch Alpha Direkt. Oben werde ich mit Jacke auf jeden Fall schlafen und mit Layer und Base Layer. Und ich bin so froh, als Schlafsack bzw. Quilt habe ich meinen 266er Apex Quilt mitgenommen. Der reicht aber nur bis -6 und da ich -7 gelesen hatte, habe ich noch meinen 133er Quilt mitgenommen und den werde ich oben drüber packen. Das heißt, mein Rucksack gerade bestand nur zu 90% wirklich aus Schlafsack und Quilt. Hier mache ich es mir gerade gemütlich. Kissen habe ich auch dabei. Die Terrorist X-Term, die geht auf jeden Fall bis -20 Grad, wenn nicht noch mehr. Und hier werde ich mich jetzt reinbegeben. Der Schnee hört sich echt lustig an hier auf dem DCF. Sehr angenehm, so ein bisschen, als wenn es leicht rieselt. Hier habe ich eine kleine Lücke. Ich hoffe aber, dass die Bank da drüber so ein bisschen den Schnee abfedert. Von daher denke ich, dass das passen sollte. Mit den Schuhen muss ich gleich noch schauen. Ich will die auf jeden Fall irgendwie einpacken. Vielleicht in meinem Poncho, dann auf Sitzkissen und in den Rucksack, damit die morgen früh nicht eingefroren sind. Ja, aber jetzt erstmal hier weiter alles einrichten.
Ist das schön, mal eine kleine Wärmequelle zu haben. Eine Flasche ist komplett eingefroren und die hat noch ein bisschen Wasser jetzt gehabt, aber ja, mal gucken, ob ich die irgendwie aufgetaut bekomme. Vielleicht lege ich die gleich hier neben. Aber das tut einfach nur so gut, mal irgendetwas Warmes zu haben. Ja, zu essen gibt es heute wahrscheinlich Track and Eat Chana Masala. 5 Minuten Kochzeit. Stimmt gar nicht. Couscous mit Gemüse gibt es heute. 5 Minuten Kochzeit, denn ich habe Hunger. 300 Milliliter Wasser. Das sollte der Esbit-Würfel noch schaffen. Habe aber zur Not da noch ein paar mehr dabei. Und jetzt setze ich mich erstmal gemütlich ans Feuer hier. Ja, das kocht doch hier schon ordentlich. Ich glaube, das reicht mir auch wenn es nicht ganz 100 Grad hat. Dann brauche ich keinen zweiten Würfel noch mal anzünden. Und das dampft ja aber ins Zelt rein. Muss gleich gut lüften. Mit der restlichen Hitze noch ein paar Eiswürfel auftauen. Und noch ein Profi-Tipp, während ihr auf das Kochen wartet, ist das Track and Eat eine wunderbare Wärmflasche hier unterm Schlafsack. Ja, ein bisschen pumpig, aber das scheint zu klappen. Ja, Leute, was ein Tag. Der Schnee nimmt kein Ende, wie ihr hört. Und ich habe gerade auf den Wetterbericht geguckt. Morgen wird es noch mal schlimmer. Und gegen Mittag soll sogar ein Sturm hier aufziehen. Aber darüber mache ich mir heute keine Gedanken mehr. Das ist ein Problem für morgen. Mir geht es auf jeden Fall richtig gut. Ich bin warm. Ich habe Handschuhe an, alles angezogen. Ich habe leider nur kein Wasser mehr, weil die eine Flasche absolut voll Eis ist. Ich habe die jetzt gerade hier unterm Schlafsack liegen. Ich hoffe, dass die ein bisschen auftaut, dann kann ich noch ein bisschen was trinken. Ansonsten habe ich so viel gegessen, wie ich kann. Das ist bei so Winterübernachtungen immer am wichtigsten, weil egal wie dick der Schlafsack ist, der wärmt halt nicht. Man wärmt nur selber durch die Körperwärme. Und ja, gerade fetthaltiges Essen am Abend, das baut sich ein bisschen länger ab. Und habe mir hier noch so ein paar Reserven bereitgelegt, Salzbrezel und so ein paar Grillanzünderriegel, so nenne ich die immer. Und ich bin mir sicher, ich werde heute Nacht ein paar Mal wach werden. Und dann regelmäßig was essen. Wir haben jetzt gerade minus 5 Grad. Ich vermute, es wird nicht viel kälter werden, weil wir ja eine große Wolkendecke haben. Die Hitze wird nicht nach oben offen wegziehen. So, wenn der Himmel jetzt ganz frei wäre, dann wäre das eine andere Sache. Der Tag war unglaublich hart heute. Ihr merkt, ich bin ein bisschen fertig. Übrigens 7:30 jetzt erst oder kurz vor 8. Also ich kam ja auch früher an. Aber jetzt in 2 Stunden hier alles geregelt. Ich werde sicherlich noch ein bisschen wach sein und lesen. Bin aber auch schon gut platt. Mal gucken, wie die Nacht wird jetzt. Ich bin sehr gespannt. Hoffe, ich kann einigermaßen schlafen und auf jeden Fall will ich nicht frieren. Das ist mein Ziel. Aber ich glaube, das klappt ganz gut und ich sage schon mal, bis morgen. Guten Morgen, hier um 6:45. Nacht habe ich auf jeden Fall überstanden. Jetzt beginnt der schlimmste Teil, nämlich das Aufstehen und Zusammenpacken. Morgens ist natürlich immer richtig schlimm, weil man noch nicht warm ist. Ich versuche gerade ein paar Übungen im Schlafsack zu machen. Taue mir 2 Riegel auf, die komplett gefroren waren, damit ich ein bisschen der Energie im Magen habe. Ansonsten bin ich froh, dass es so gut geklappt hat. Ich bin relativ gut eingeschlafen um 11 Uhr. Dann wurde es auch warm hier im Schlafsack. Bin dann um 2 wach geworden. Dann war es aber auch nicht wirklich eiskalt. Und ich hatte das Gefühl, dass es sogar ein bisschen wärmer geworden ist später. Es war am Anfang minus 5. Dann irgendwann nur noch minus 2 Grad, so wie jetzt. Und um 6 Uhr bin ich dann wach geworden und dann war es richtig kalt. Muss ich nochmal alles zuziehen, habe ich kurz überlegt, noch was zu essen. Ging dann aber. Und jetzt gerade bin ich von selber um 6:45 wach geworden. Alles ist nass und kalt, wie zu erwarten. Jetzt schaue ich, dass ich alles irgendwie zusammenräume, ohne dass meine Hände zu kalt werden. Muss dann irgendwie in Bewegung kommen, gucken, dass ich alles auch nass verstauen kann. Wetter habe ich gerade schon mal geguckt, sieht absolut schlecht aus.
Jetzt gerade hört man gar keinen Wind und gar keinen Schnee. Es ist aber eine Unwetterwarnung angesagt für den Mittag und Nachmittag. Und da muss ich jetzt echt überlegen, was ich mache. Aber erstmal muss ich loslaufen und gucken, ob meine Schuhe gefroren sind. Aber ich bin frohen Mutes. Nacht war besser als gedacht und jetzt beginnt der schlimme Teil. Ja, ein bisschen gefroren sind sie auf jeden Fall. Aber wenn man die ein bisschen bricht, dann kommt man zumindest mit den Füßen rein. Oh, tolle Aussicht aber. Auf jeden Fall noch gut geschneit heute Nacht. Da mal los. Auf geht's! Okay, das ging auch einigermaßen. Jetzt irgendwie warm laufen. Und ich habe hier gerade einen Plan gemacht. Und der Plan sieht so aus, dass ich hier schleunigst verschwinden werde. Denn das Wetter wird schlechter. Ich sehe jetzt schon kaum was. Und nach dem Tag gestern habe ich keine Lust darauf, heute 36 Kilometer waren geplant, nochmal durch schlimmeres Wetter zu laufen. Meine ganze Ausrüstung ist eingefroren und nass. Das würde ich im Zweifel schaffen, aber nicht, wenn das Wetter so schlimm bleibt. Deswegen habe ich mich entschlossen, jetzt zum nächsten Dorf zu laufen und zu hoffen, dass ich da noch irgendwie wegkomme. Denn auch wird der Bahnverkehr und der Busverkehr wohl ab Nachmittag eingestellt und wie es morgen aussieht, weiß ich nicht. Und ich muss natürlich irgendwie auch wieder zurück zu meinem Auto kommen, das irgendwo da hinten im Nirgendwo steht. Deswegen sehe ich es als Zeichen, dass ich den Rothaarsteig mal nicht nur im Winter laufen soll. Denn ich habe den letztes Jahr im Winter angefangen, die erste Hälfte gemacht. Jetzt die zweite Hälfte und davon nur die Hälfte. Aber man sieht halt nie so viel von der Vegetation, wenn man immer nur im Winter läuft. Deswegen werde ich die letzte Etappe, die ich mir geplant habe, im Sommer nachholen und das reicht mir hier für ein winterliches Abenteuer. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, mich so ein bisschen auf diesem Abenteuer zu begleiten. Hat euch das wie immer gefallen? Würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Ich versuche gut nach Hause zu kommen. Bis zum nächsten Mal.